Wer über das Trinkwasser in Hessen berichten will, sollte zunächst dorthin fahren, wo es entsteht. Wir sind auf dem Weg in den Burgwald, rund 15 Kilometer nördlich von Marburg. Also jetzt verlassen wir quasi den öffentlichen Bereich gleich und fahren in den Burgwald rein. Anne Archinal ist hier in der Gegend aufgewachsen. Sie engagiert sich seit langem ehrenamtlich in Naturschutzprojekten. Auch weil sie ihre Heimat langfristig bedroht sieht. Die Grundwasserstände sinken, die Grundwasserneubildung sinkt, sodass auch die Quellen und damit die Bäche und auch die Flüsse nicht mehr so stark mit Wasser beliefert werden. Das hat Auswirkungen auf die Feuchtbiotope und Moorlandschaften im Burgwald. Besonders dann, wenn mal wieder ein extrem heißer, trockener Sommer ansteht. Die Veränderungen, die es dann im Wasserhaushalt in der Natur gibt, hat sie per Foto dokumentiert. Das ist jetzt die Fläche im Sommer, ne? Nicht im Herbst. Und so sah die halt aus 2018, 19. Und man sieht hier am Rand, dass die Torfmoose auch wirklich absterben und die müssen sich dann halt wieder regenerieren. Eine Situation, die sich mit dem Klimawandel wohl verschärfen wird. Denn laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes nehmen die Tage mit 30 Grad oder darüber zu. Im Zeitraum 1971 bis 2000 gab es in Hessen noch 5,4 heiße Tage. Bis 2060 werden es zwischen 7 und gut 16 Tagen sein, je nach Szenario. Und am Ende des Jahrhunderts können es zwischen 8 und sogar 34 heißen Tagen sein. Der Klimawandel setzt Hessens Wasserversorger zunehmend unter Druck. Wir sind bei den Oberhessischen Versorgungsbetrieben, kurz OVAG. Genauer im Wasserwerk Inheiden in Hungen. Konzernchef Joachim Arnold erklärt uns, wie sein Team in der Vergangenheit mit den schwierigen Grundwasserverhältnissen umgegangen ist. Es ist also so, dass die Grundwasserhöhe die gleiche geblieben ist, weil wir das über die Förderung regulieren. Nur die Entnahmemenge des Grundwassers hat sich verändert, dadurch, dass wir weniger Zufluss haben durch weniger Niederschläge. Heißt, die OVAG ist gezwungen, weniger Trinkwasser zu fördern. Sonst würde der Grundwasserpegel unter das behördlich erlaubte Maß fallen. Die Folgen spürt der Ballungsraum Frankfurt, wohin mehr als die Hälfte des OVAG-Wassers fließt. Die Main-Metropole kann sich allein nicht mit Trinkwasser versorgen. Das kommt, wie die blauen Pfeile der Grafik zeigen, unter anderem aus der Wetterau und dem Vogelsberg. Und aus dem Süden, dem hessischen Ried. Dabei steigt die Nachfrage aus dem Rhein-Main-Gebiet weiter. Bis 2040 rechnen die Statistiker nämlich mit einem Bevölkerungswachstum für Frankfurt von knapp 16%, Wiesbaden knapp 5% mehr und Offenbach werde um 14% zulegen. Keine Stadt kann auf den Trinkwassertransport von außerhalb verzichten. Das ist auf jeden Fall zeitgemäß und er wird in der Zukunft noch zeitgemäßer werden müssen, weil wir müssen die Menschen versorgen. Das ist unser Kernauftrag. Um Sicherheit dauerhaft sicherzustellen, ist es wichtig, dass auch diese einzelnen lokalen Netze untereinander verbunden sind, sodass man sich gegenseitig stützen kann. So erhält die OVAG inzwischen jedes Jahr 2 Millionen Kubikmeter Trinkwasser vom nördlichen Versorger ZMW, dem Zweckverband der mittelhessischen Wasserwerke, um so den Liefervertrag mit Frankfurt einhalten zu können. Der ZMW fördert sein Wasser im Landkreis Marburg-Biedenkopf, nicht weit vom Burgwald entfernt. Anne Archinal ist deshalb gegen den Fernwassertransport Richtung Frankfurt. Wir müssen Klimaschutz an allen Ecken und Enden denken. Wir müssen damit anfangen, das zu denken, und das tun die meisten Menschen noch nicht. Wasser 120 Kilometer zu transportieren, allein vom Klimaschutz ist es nicht sehr sinnvoll. Das kostet Energie, macht keinen Sinn. Wasser in Rhein-Main zu sparen oder direkt dort zu fördern, ist viel sinnvoller. Das ruft einen Streit in Erinnerung, der seit Jahrzehnten schwelt. Der Verteilungskampf um das Wasser zwischen Frankfurt und Regionen wie dem Vogelsberg. Schon 1991 hat der Hessische Rundfunk dazu eine abendfüllende Sendung ausgestrahlt, mit Argumenten und Gegenargumenten. Meine Forderung ist eine Änderung der Verträge auf weniger Wasserentnahmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass also Inhalt von Verträgen immer das große Interesse der Bürger Die
Die Kernfrage damals wie heute: Schadet die Wasserförderung für das Rhein-Main-Gebiet der Natur vor Ort? Die ökologischen Folgen, die Sie hier mit der Wasserförderung anrichten, die können Sie überhaupt nicht finanzieren mit Ihrem Wassergeld. Hier geht es doch wirklich nicht um das Leerpumpen des Vogelsberger. Also ich muss doch wirklich sagen, die Tatsachen sprechen doch gar nicht dafür. 30 Jahre später will Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig diesen Streit nicht neu entfachen. Auch der Frankfurter Stadtwald leide schließlich unter den trockenen, heißen Sommern. Im Jahr 2019 hat es von April bis November keinen einzigen Tropfen geregnet. Und das war nicht nur hier so, das ist überall so. Also ich finde, wir sollten uns nicht streiten, ja, über die Frage, wer hat verursacht die Kalamitäten im Vogelsberg oder im Hessischen Ried, sondern wir sollten gemeinsam an einer besseren Trinkwasserstrategie der Versorgung arbeiten. Heilig möchte, dass Frankfurt in Zukunft mehr Wasser aus dem Main entnimmt und damit die Grundwasserspeicher auffüllt. Das Verfahren heißt Infiltration. Gleichzeitig sollen die Bürger mehr Trinkwasser sparen. Muss ich damit mein Auto waschen? Muss ich damit einen Swimmingpool füllen? Ich hoffe, dass wir um Verbote drumherum kommen, aber versprechen kann ich das nicht. Zurück im Burgwald, wo Anne Archinal uns durch das Moor führt. Hier wachsen sogar Moosbeeren, die aussehen wie Johannisbeeren, aber etwas säuerlicher im Geschmack sind. Moore, so erzählt sie uns, sind nicht nur wichtige CO2-Speicher. Sie können auch wie ein Schwamm das Wasser aufsaugen. Wenn man die anfasst, es ist trocken. Meine Hände sind nicht nass. Aber wenn man jetzt guckt, kommt auch noch kein Wasser, wenn man mal so ein bisschen drückt. Aus so ein bisschen Pflänzchen kommt ganz viel Wasser raus. Ein Gut, das in Zeiten des Klimawandels kostbarer wird. Der Verteilungskampf um das Trinkwasser in Hessen dürfte deshalb weitergehen.